Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kanli, wir sind wieder in den Soundstar Studios und drehen heute eine neue Folge von unserem Format Artist Talk. Gast diesmal ist Taiga Tresse, eine deutsche Rapperin, die nach Mexiko ausgewandert ist, dort auch ziemlich gut Fuß gefasst hat, dann wieder in Deutschland am Start ist und mittlerweile hin und her switcht. Sie hat eine neue EP am Start, wir haben uns darüber unterhalten. Ich will gar nicht viel reden, sehr schön, dass sie da ist, wir haben ein geiles Gespräch geführt. Gebt euch. Tengo chicos chicanos, negros chilenos y mexicanos, cholos, pelones, con bigotes bien cabrones, son dueños, paisanos. En el barrio es la neta, se pide a la virgen y sigue la fiesta. En el barrio hay pocas salidas, así es la vida, nadie se queja. En el barrio. Servus. Servus. Schön, dass du da bist. Danke dir. Hast du gut hergefunden? Ja, passt schon. Außer, dass ich mich immer mal wieder verfahre in den Münchner Außenbezirken, aber alles gut. Okay, schön, dass du da bist, wie gesagt. Fangen wir direkt mal an. Wie hat das bei dir angefangen mit Rap? Also wie bist du da irgendwie dazugekommen? Wie waren deine ersten Schritte, wo du gesagt hast, boah, oder was hat dich inspiriert, dass du dann angefangen hast, deine eigenen Texte zu schreiben? Okay, gut, das sind ja irgendwie verschiedene Sachen, aber ich habe eigentlich, ich weiß nicht, kennst du noch Schwester S? Sagt dir das noch was? Oder ist Ja. das vor deiner Zeit? Sag mir, sag Und mir auf jeden Fall zwar, was. das war 3P, das war so aus dem Sabrina Settler. Ja, genau, später hieß sie Sabrina Settler, aber ich weiß noch, 96 kam das raus oder so. Ich habe auf jeden Fall mit 9 Jahren irgendwie da mitgerappt und aber so, meine Eltern fanden immer Rap so scheiße und ich von den ersten Klängen war es für mich so, ja, das ist mein Sound. Und dann habe ich einfach so zu Hause, glaube ich, mit meinem Tape-Deck saß ich vorm Radio und habe gewartet, bis irgendwelche Rap-Tunes kamen und das immer aufgenommen und habe so meine eigenen Mixtapes dann. Und das fing eben an, also ich glaube echt, der erste Song war so, ja klar, von Schwester S und dann kam Blackstreet mit Dr. Dre und dann Slim Shady LP und War das in 98, 99? ja, ein bisschen früher sogar schon. Das war so 96 alles. 96, ja, okay, obwohl Slim Shady LP, glaube ich, kam so Der war ein 98, 99 raus. Ja, der war ein bisschen später. Genau. Auch damals, was war Nostradamus und Wu-Tang, Method Man, Redman. Alles so gepumpt. Ja, und mit 13 habe ich meine erste Tupac-Platte bekommen. Greatest Hits. Und das war, ab dahin war für mich klar, so West Coast ist mein Ding. Hast du Tupac seinen Tod noch real mitbekommen, Ja, live klar. damals? Mhm. Warst du schockiert oder hast du gar nicht so wahrgenommen? Also damals gab es halt noch MTV im normalen Fernsehen und da habe ich schon das natürlich mitbekommen, aber schon so eigentlich so am Ausgehen, ja. Der ist 96 verstorben, 97 verstorben. 96 verstorben, genau. B.I.G. dann 97 und ich habe es auf jeden Fall mitbekommen. Aber da war ich ja noch relativ klein so. 9, 8 Jahre alt oder Ja, genau. so in dem Dreh. Ja. Ja, crazy. Und dann hast du zu Hause dich selber ein bisschen aufgenommen? Ich habe aufgenommen gar nicht. Also ich habe eher Texte geschrieben und habe mich so im Rappen schon damals versucht. Aber ich habe vor allem auch die ganzen Texte, die ich dann so durchs Hören immer wieder gelernt habe, die habe ich dann von meinen Schulkollegen oder sowas vorgerappt auf dem Pausenhof oder solche So Sachen. auswendig gelernt. Ja, klar. Ja. Und dann hieß es immer, ja, ey, kannst du mal von der und der Platte Nummer 9 oder Nummer 13? Ich konnte die ganzen Dinger auswendig und ich war so der mobile Plattenspieler, weißt du? Sag mal bitte Tupac, Track 17. Babadabadabadabadab. So ungefähr, ja. Ja, geil. Und wie kam es dann, dass du dann selber gesagt hast, okay, jetzt mache ich meine eigenen Tracks? Das kam eigentlich erst viel später. Wirklich viel, viel später. Ich bin dann so mit 15, 16 so nach Mexiko gezogen und war eben schon immer am Rappen, aber einfach nur für mich. Das war nicht so, dass ich irgendwas angestrebt hätte. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich das angehen soll. Aber in Mexiko stand ich dann mit 17, glaube ich, das erste Mal auf einer Bühne
auch nicht geplant oder sowas. Und dann fing das an, weil dort haben mich ein paar Leute gehört, die fanden das ganz nice, was ich gemacht habe, und haben mir dann den ersten Beat gegeben. Und dann hatte ich meinen ersten eigenen Beat und auf den habe ich dann was geschrieben. Und dann in Mexiko? In Mexiko, ja. Und habe dann in Mexiko gerappt, stand dort auch ab und zu auf der Bühne. Auf Deutsch? Auf Deutsch, Englisch, Spanisch, so eine Mischung habe ich gemacht. Also da ich ja hauptsächlich auch viel englischen Rap gehört habe und gerade in Mexiko habe ich einfach viel auch auf Englisch gerappt damals und auch viel auf Englisch geschrieben. Und wirklich deutsche Sachen habe ich echt, ich glaube erst Mitte 20 habe ich gesagt, eigentlich wollte ich mein ganzes Leben nur rappen. Und ich habe es nie verfolgt, weil dann die Familie vielleicht sagt, hey, du musst was Gescheites lernen oder so. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, alles zu schmeißen, was ich hatte, was ich aufgebaut habe, und habe gesagt, okay, komm, ich rap jetzt einfach. Und da habe ich meine erste EP an den Start gebracht und da war ich echt schon relativ alt. Ich glaube, da war ich 26, 27. Ja. Aber nochmal kurz auf dieses Mexiko-Ding rüberzukommen. Du bist dann mit 16, 17 nach Mexiko? Hast dann 15, 16, sowas. 15, 16, hast dann gesagt, hey, wow, ich will jetzt rappen. Nee, gar nicht. Ich hatte ja schon immer gerappt. Ich hab nicht gedacht, ich wollte rappen. Ich war auf so einem Hip-Hop-Event, so einem Breakdance-Hip-Hop-Battle und bin zum DJ gegangen und habe dem seine Platten durchgeschaut. Weil in Mexiko damals Hip-Hop total underground war. Du hast das überhaupt nicht im Radio oder im Fernsehen gesehen. Da ich aber aus Deutschland kam und einfach total hier Hip-Hop schon total groß war, habe ich immer gesucht, wo finde ich Rap. Und dann auf diesem Event habe ich das erste Mal gesehen, dass ein DJ richtig viele Platten hatte. Und bin ich dahin und habe mich dafür interessiert, DJ Aztec. Und er meinte so, ey, cool und so, rappst du auch? Ich so, ja, so für mich. Keine 10 Minuten später stellt er sich auf die Bühne und sagt so, hey, aquí tenemos dos Alemanas und so. Wir haben hier 2 Deutsche, die wollen für euch was rappen. Haben ein Beat reingemacht, haben uns auf die Bühne geholt und wir haben einfach gefreestylt dann in dem Moment. Ja. Du hast ja keine andere Chance. Da stehen 200, 250 so Straßenkids und du bist da die Weiße, kannst dir jetzt nicht die Blöße geben. Ich so, okay, gut, Mic genommen, einfach angesetzt. Ja, und danach ging es eigentlich erst los. Ja, die Jungs dann weiter? Cool. Ja, der Aztec, dieser DJ, ist ein sehr bekannter Hip-Hop-DJ in dieser Zeit gewesen und die haben eine Crew, die hieß La Vieja Guardia, mit verschiedenen Rappern, und die haben uns so unter die Fittiche genommen und dann gesagt, hey, wir finden cool, was ihr macht, haben uns jede Woche in Mexico City eingeladen und einfach Sound gemacht. Zu den auch so Studio-Sessions dann gehabt und so? Ja, Studio-Sessions, aber viel. Ich glaube, ich war nur 1-2 Mal im Studio. Das meiste war live, irgendwelche Battles, irgendwelche Sessions, irgendwelche Underground-Events in Mexico City. Und wie ist denn, also du kanntest den deutschen Produktionsweg gar nicht, ne? Also du wusstest gar nicht zu dem Zeitpunkt, wie man überhaupt... Null. Ich hatte keine Ahnung vom Musikbusiness oder Industrie. Für dich war das voll normal, dass du das gerade so machst. Was ist denn der Unterschied? Wie machen die Mexikaner... also nicht Deutschrap, sondern wie machen die Mexikaner Rap oder Hip-Hop anders als die Deutschen? Was ist das Ding? Weißt du, was ich meine? Die Arbeitsweise irgendwie. Also viel mehr Underground. Zumindest damals, da ging es nicht so darum, direkt irgendwie Charts, weil es gab keinen Weg in die Charts mit Hip-Hop oder mit Rap. Es gab Reggaeton, aber die Reggaetoneros waren total unten durch bei den Rappern. Mit diesem ganzen Autotune und so, das war richtig, ja, richtiger Opfer-Style. Und ich erinnere mich noch, dass ich teilweise mit den Rappern auf den Schwarzmarkt gegangen bin, um der ihre Fake-Platten, also gebrannten CDs zu kaufen, weil die selber ihren Shit teilweise gar nicht hatten. Dann haben die selber ihre CDs gekauft auf dem Markt. Ein Rapper bringt eine CD raus, hat seine CD selber nicht, muss dann auf den Schwarzmarkt gehen, um seine eigene Geil, oder? Ja, ist echt können wir krass. uns nicht vorstellen. Aber die haben es dann auch nur so verteilt, oder? Also, wenn du sagst, es ist sehr underground gewesen. Das war ja nicht, auch Internet oder so war ja jetzt noch nicht am Start. Nicht so am Start wie heute. Ich glaube, dann kam irgendwann MySpace. Erinnerst du dich noch? Ja, leicht. MySpace habe ich ganz, ganz wenig noch Genau, das war dann so, glaube ich, so eins der ersten Plattformen, wo dann die Leute ihren Sound hochgeladen haben. Aber davor lief alles über Tapes und über CDs.
Alles selber gebrannt, auf die Straße Ja, gegangen, genau. hier Auf die vertilgt. Straße gegangen und an der Straße verkauft, auf den Märkten verkauft und dein Hood oder sowas kennt dich dort wieder. Also es ist sehr viel über Mundpropaganda gegangen. Sehr crazy, ja. Ja. Und Immer noch Flyer, weißt du, alles über Flyer. Irgendwelche Flyer ganz schlecht in schwarz-weiß gedruckt und überall verteilt. selber noch Plakate angeklebt und so an die Wände. Ja, ich glaube, Plakate gab es nicht mal. Es war echt so ganz viel so Flyer. Bist du auch selber flyern gegangen für deine Gigs? Bin ich? Ja, habe ich sicher schon gemacht, ja. Ja? Habe ich sicher Ich schon. habe es früher auch gemacht. Bei unseren ersten Rap-Sessions sind wir selber mit unseren Flyern in die Stadt Ja. gegangen, haben den verteilt, ey, wir treten da auf, komm. Genau, und stimmt. Oder einfach rumgelaufen und Ja. teilweise also ich Einfach erinnere Leute mich, hatten wir keine Flyer, sondern einfach nur irgendwo lang gegangen, hey, übrigens, wir spielen da und da und so. Ja. sich so selber irgendwie da versucht in den Streets zu vermarkten. Ja, voll. Nicht so mit Vertrieb und Instagram Label und Promo Instagram und so. Ja. Nix. Ganz anderer Trip, Alter. Ja, war geil. Krasse Zeit. Also ich habe Ganz jetzt nicht in andere Mexiko Zeiten. so denn, aber ich habe es auf jeden Fall auch so ein bisschen hinter mir. Ja, und jetzt kulturell mäßig mal so, du bist dann von München nach Mexiko gegangen. Was war das für ein Kulturschock für dich? War es ein Schock für dich? Fandest du das geil oder war das für dich so schon so ein bisschen wow? Gab es Sachen, die dich abgeschreckt haben oder hast du es von Anfang an richtig geliebt und lieben gelernt? Ich wollte schon immer nach Mexiko. Ich bin so ein bisschen Warum? kulturell mit Mexiko aufgewachsen, weil meine Eltern da schon mal gelebt hatten und bei uns zu Hause, wie meine ganze Kindheit Mexikaner bei uns zu Hause gewohnt haben, mit uns. Somit hatte ich schon einen Bezug. Aber rüber zu gehen mit 2 Koffern, mehr durften wir nicht mitnehmen. Jeder konnte 2 Koffer mitnehmen. Und dann kamen wir dort eben an und in ein Haus, wo noch nichts drin war, einfach leeres Haus. Erstmal dann Matratzen kaufen, überhaupt erstmal am Boden schlafen und Stück für Stück irgendwie möblieren und kein Fernseher. Also das war schon anders. Es hat reingeregnet in das Haus, ich erinnere mich noch. Solche Sachen halt. Das war schon echt was ganz anderes als hier, aber ich fand es eigentlich ganz nice. Was eher für mich ein sehr großer kultureller Schock war, dass ich auf eine deutsche Schule dann gegangen bin und dort waren nur Rich Kids. Und unter diesen Rich Kids war ich eine totale Außenseiterin, weil klar kommen wir aus Deutschland und man denkt so, hey, ja klar, die Ausländer haben Geld, aber das ist eine andere Liga dort. Die Rich Kids haben wirklich Geld. So, keine Ahnung, Klassenkameraden zum 15. Geburtstag einfach mal einen Porsche geschenkt bekommen. Oder 15. Geburtstag direkt Nasen-OP geschenkt bekommen. Also dort jeden Tag hast du ein neues Mädchen mit irgendwelchen Pflastern gesehen. Ja, und dann die Mamis kommen mit solchen Silikontitten in ihren Sportanzügen, holen ihre Kids ab in ihrem fetten Auto. Das war für mich ein Schock. Und da nicht so da reinzupassen und auch nicht mithalten zu können, das war für mich nicht so einfach. Das ist ja dann, es gibt dann auch keine Mittelschicht wahrscheinlich. Es gibt entweder die extrem Reichen oder die extrem Armen, oder? Hauptsächlich, aber es gibt schon auch eine Mittelschicht, aber die Schule war nicht Mittelschicht, die Schule war Upper Class und so die Leute, die ich mir sonst so als Kontakte gesucht habe, die waren eher Unterschicht. Ja, weil du Also dich mit somit denen hatte ich besser, immer so eine riesen Gap zwischen Reich und Arm. konntest dich mit denen aber auch besser identifizieren. Schon, Wahrscheinlich. obwohl ich Die lockerer Ausländerin waren. war. Ja, ich hatte das Gefühl, die nehmen mich mehr an als die Leute in der Schule. Und ja, ganz, ganz komische Sachen auch auf der Schule. Keine Ahnung. Einmal hatten wir sogar eine Leiche im Wassertank. Dir vorstellen. Das war vielleicht auch ein kleiner Kulturschock, ja. Dass auf einmal so tote Menschen da rumliegen. Ja, also ich habe ihn nicht gesehen damals, Wurde aber es das aufgedeckt? Wasser uns wurde in der Schule auf einmal eine Durchsage, wir dürfen nicht mehr uns die Hände waschen, wir dürfen nicht mehr auf die Toilette, weil das Wasser verseucht ist. Crazy, Und kurz Alter. darauf kam dann die Nachricht, da liegt seit 3 Wochen ein Toter drin. Und die Leute haben sich beschwert, weil das Wasser gestunken hat. So kam das raus. Eklig, Mann. Richtig eklig. Und du denkst, du hast es ja wahrscheinlich auch getrunken. Bevor Also du es getrunken wusstest? nicht, aber du hast dich damit halt gewaschen.
Oder halt dir die Hände gewaschen oder mit so nach dem Sport geduscht. mit so einer Wasserleiche. Richtig crazy. Egal. Aber es ist, Das ist ätzend, gell? ist eklig, Ist ja, auf richtig jeden eklig, Fall. ja. Wenn man darüber nachdenkt, wenn man es nicht weiß, weißt du, nach 3 Wochen checkt man dann erst übrigens, das Wasser, was ich da die ganze Zeit benutze, da liegt eigentlich eine Leiche Voll. drin. Eklig, ja. Ja, und dann hast du da dein Ding gemacht, hast Musik gemacht, bist später dann noch aufgestiegen, hast ja auch anständige Zahlen. Ich fand, also hast schon 250.000 Klicks Dafür, hier. dass ich nie eine Werbung geschaltet habe und gar nichts, finde ich auch okay. Aber natürlich, heutzutage, was sind 250.000 Klickzahlen? Das ist ja gar Ohne nichts Werbung mehr. ist es gut. Ohne Werbung, ja, denke ich mir auch. Da bin ich auch froh über meine 10.000, weil einfach, das ja einfach ich es nur so rausgehauen habe und Ja. alles so in Eigenarbeit. Aber du bist auch, ich habe den Namen vielleicht jetzt nicht im Kopf, aber du warst dann auch mit so einem Rapper auch, was du zusammen gemacht hast, wo ihr durch diese, nicht Favelas, aber durch diese, weißt du, ihr lauft da so durch und macht euer Ding. Ich glaube, du meinst Erst rappt der MC Luca, so Ja, einer mit so einem Bart und ja, so genau. ein bisschen Er älter macht den schon. ersten Part und dann bist du durch so einen Zaun und so. Yay, OG, Ja. Grandfather of Rap in Das war aber dann Mexiko. schon später, ne? Das war später, genau. Aber mit denen war ich damals schon unterwegs. Wie kamst du zu dem Song? Wie war die Zusammenarbeit? Wie war das? Wie Naja, ging's da dadurch, so ab? dass wir ja damals wirklich, so nach diesem Gig, von dem ich dir vorher erzählt habe, Ja. wo wir da so unverhoffter Dinge auf der Bühne auf einmal standen, habe ich all diese Leute kennengelernt und da hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und die hält bis heute an. Also für mich ist so echt meine mexikanische Familie, die Jungs da drüben. Und bis heute, wenn ich in Mexiko bin ich immer bei denen, ich wohne auch bei denen. Und dann lag das nahe. Dann habe ich irgendwann, wann war das? 2014, 2015 habe ich gesagt, hey, ich habe hier einen Beat. Hast du Bock? Und dann haben wir diesen Bienvenidos gemacht. Ja, du hast den Beat mitgenommen Ich habe den Beat mitgenommen, ja. Hier von einem Produzenten aus München. Steven Mann. und dann bist du dahin gefahren, hast gesagt, hey, lass uns das starten. Habt ihr es auch dort aufgenommen? Direkt dort gedreht, auch so einfach selber Kameras geschnappt, gemacht. Hat Es gezündet. gab noch eine geile Aufnahme, die leider gelöscht wurde. Warum? Kennst du das? Jemand denkt, er hat alles gespeichert, drückt bei der Kamera auf Löschen. So formatieren. Weg. Alles, ja, alles weg. Weißt du, was mir, ich mache ja auch Videos, weißt du, was mir zum Beispiel oft passiert ist auch, ja, was heißt oft, aber es ist mir schon mal passiert, du machst die Kamera runter, drückst Aufnahme und dann bereitest du das Ding, du checkst aber nicht, dass du Aufnahme gedrückt hast. Bedeutet, du gehst dann hoch und willst jetzt filmen, drückst nochmal Aufnahme, aber Kenne ich sehr gut. filmst aber nicht. Ja, Action, Rapper Oh, machen ihre ich Takes, dies, weiß. das, und dann schaust du drauf und denkst, scheiße, ich habe gar nicht aufgenommen. ja, das ist auch total. richtig, ja, da gibt's die größten das hat Sachen. sicherlich jeder, der Sound macht oder was mit Kameras Ja. oder sowas zu tun hat. Jeder kennt dieses Gefühl. Ja, voll. Ja? Oder früher, weißt du noch, wo man noch fotografiert hat mit den Filmen? Einmal die Kamera zu früh aufgemacht, ganzer Film im Arsch. Alles weiß und Alles so. weiß, Alles ja. überblendet, ja, richtig hässlich. Genau. Boah, ich hatte es auch schon. Ich habe an Laptops, habe ich 2 Wochen lang Videos geschnitten oder so. Und dann auf einmal, Frag mal. weißt du, alles im Arsch, ganze Video gefickt, alles nochmal machen. Oder weil du mal nicht gespeichert hast und der PC Ja. kackt ab. Total. Alter, Oder erinnerst du dich noch Tapes, wie dann die der wenn ist dir mich voll raus. okay. Das ist nämlich auch sowas, dass dir dann auf einmal das Band einfach reißt und du versuchst über alle möglichen Techniken dein Band wieder zusammenzureißen oder es spult sich ein und dann musst du mit einem Stift, sitzt du stundenlang da und Spulst das Ding wieder spulst das zurück. Ding wieder zurück. Achso, wenn es so rauskommt. Ja. Ja, das hatte ich früher auch. Aber Ja. da war ich ganz klein, da habe ich immer so Eminem und so aufgenommen. Auf so einem hässlichen Ding. Aber ich kenne das, dass man dann so mit der Kassette auf jeden Fall ganz andere Welt. Ich weiß ne? noch, dass ich Stunden bei Autofahrten einfach meine Tapes gespult habe. Immer mit so einem schönen Stabilo-Stift. Gespult. Krass, wie sich das alles so entwickelt hat, auf jeden Fall. Und jetzt war ich bei irgendeiner Hip-Hop-Show und dann drückt mir ein Rapper wieder ein Tape in die Hand. Wo spielst du es ab? CDs sind ja mittlerweile schon Kannst scheiße. du es glauben? Ich habe vor 2 Tagen ein Auto gekauft. Mein erstes Auto. Und das Auto ist ein bisschen älter. Und ich setze mich ins Auto rein, denke mir so, Logo, habe meine ganze CD-Cases bei mir gehabt. Das ist krass, Habe ich ein Tape-Deck im Auto. Das heißt, ich werde jetzt die alten Tapes wieder rausholen. Und Ja. somit auch von den Rappern, die jetzt wieder mit Tapes ankommen, kann ich im Auto pumpen. Ja, Vinyl und so ist ja auch dann, was viele machen. Aber ist cool, Ja. ja, warum nicht?
Wieder mal ein bisschen oldschool. Ich glaube, der Gameboy hatte auch ein Comeback. Ja, kann gut sein. Ich glaube, alles, oder? Also Retro Vintage läuft ist jetzt wieder voll. schon. Sind Represent. wieder am Kommen. Ja. Aber du bist dann auf jeden Fall auch wieder nach München zurück. Ja, mit 18 kam ich zurück. Also ich wollte nicht zurück, aber ich weiß noch, ich habe meine Eltern angerufen und habe gesagt, also ich wollte euch sagen, ich bin ja jetzt 18 und alles, ich bleibe jetzt in Mexiko, ich habe hier mein stabiles Zuhause, ich habe hier meine Freunde, ich habe sogar eine Katze gehabt. Und ein paar Wochen später standen meine Eltern auf der Matte und haben gesagt, Mädchen, nee. Abmarsch. Ich so, nee, ich gehe nicht zurück. Hab mich ein bisschen aufgemuckt, wie man das halt macht, wenn man jung ist. Ja. Und dann meinte mein Vater zu mir, ja, und wie willst du das machen ohne Papiere? Hat mir alles abgenommen gehabt. Ich verstehe es. Also ich respektiere auch krass meinen Vater dafür, dass er das so gemacht hat. Aber damals war das für mich ein großer Schock, weil ich einfach nicht zurück wollte. Er hat dann seinen Flug umgebucht, hat mich dorthin geflogen, wo ich den Flieger nehmen musste und hat mich ins Flugzeug reingesetzt. Und sagt, jetzt geht's nach Hause. Ja, Direktflug hatte ich dann, dass ich ja nicht irgendwo aussteigen kann und mir es anders überlegen kann. Aber du bist ja dann später wieder zurück. Ja, das hat keine... Ich glaube, so nach 8 Monaten bin ich schon wieder, habe ich es nochmal versucht, bin wieder zurück, hat hier halt versucht, irgendwie ein bisschen Geld zu machen, bin zurückgeflogen. Man muss sagen, manche Dinge ändern sich ja sehr schnell und manche ganz langsam. Und als ich nach Hause gegangen bin, also mein damaliges Zuhause, hat da schon eine andere Person drin gewohnt. Hat gesagt, hat keine Ahnung, wo die Leute, die davor da gewohnt haben, wohnen. Und damals, dass man halt noch nicht so Facebook und alles hatte. Mexiko Ja. zurück bist. Ja, ich habe nichts mehr vorgefunden. Dort, wo ich gelebt hatte. Krass, hast deine alten Homies gesucht, alles Ja. war weg. Ja, hatte auch einen Freund damals und eben noch einen Kollegen, mit dem wir gewohnt haben. Katze und alles. Nichts mehr da gewesen. Keiner wusste. Ich bin dann durch die Stadt natürlich, habe geschaut, ob ich irgendwie was rausbekomme. Es war schwierig und dann bin ich unverhoffter Dinge wieder zurück nach Deutschland geflogen. Aber seitdem bin ich ständig immer wieder drüben und lebe so zwischen den Ländern. Ist cool, ja. Ja. Und jetzt um mal auf die Münchner Hip-Hop-Szene zu kommen, du bist ja auch natürlich verankert. Mhm. Mit wem hast du denn in der Vergangenheit so zusammengearbeitet? Also als ich zurückkam, hatten wir eine Crew, die hieß Freeman Crew. Das war der Black Ice heißt der und DJ Technique. Klingt ähnlich. Ja, okay. Natürlich waren wir damals mega am Start, nein. Aber genau noch ein paar Jungs aus Neuperlach. Und da haben wir hier ein bisschen Sound gemacht und dann später, mit wem habe ich Sound gemacht? Die Ebro hat eine Zeit lang hier gewohnt, kommt von hier. Mit der habe ich ein bisschen so Backup-Rap gemacht. Und dann so diese, ganze neue Süden und so. Neuperlach die Ecke, von Kandala über Großes K, Alias, Pretty EMF, Mo. genau, die Leute. War noch da am Start. Wie heißt der andere nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. So, Neu-Süden war Großes K, Alias, Pretty Mo, Sammy B. Genau, richtig. Die 4. In der Zeit auch noch damals, so was war das, 2003, 2004, 2005 so Ja, mäßig? genau. Ich kam, glaube ich, 2003, 2004 zurück nach Deutschland. Und da waren die ja gerade irgendwie so am Machen und am Schaffen. Warst du auch live mit denen auch unterwegs? Verschiedene Nee. Eher so, dass ich halt mit denen, ne, man kannte sich und so weiter. Aber ich habe eher so mein Ding gemacht und habe so immer gesucht, mit wem kann ich was machen. Um ehrlich zu sein, ich habe mich total entwurzelt gefühlt. Ich habe gar nicht so richtig, es hat gedauert, bis ich hier Fuß gefasst habe. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht, bin aus München weggegangen und habe nur in meinen 4 Wänden gerappt. Und dort meine Tapes aufgenommen, aber gar nicht nach draußen. Und dann erst später gesagt, hey, Fandest du es fuck schwer? it. Fandest du es schwer, wieder in diese deutsche Kultur reinzukommen? Total. Fandest du dich so ein bisschen als Ich habe mich Außenseiter schon gefühlt, fast? weißt du, wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Blume, die du auf einmal ins Eis setzt. Weißt du, ich Dann bin vergammelt die so ein echt, bisschen. ja, ich habe mich erstmal gar nicht zurechtgefunden. Ich habe einfach alles vermisst, weil wenn du halt so jung bist,
du entwickelst dich auch krass weiter. Ich war dann so geprägt dort von der Mentalität, von wie dort das Leben absteht, wie dort die Dinge laufen. Und hier läuft alles ganz anders. Ich habe ganz schwer mich getan. Auch so musikalisch, produktionstechnisch ist es ja bei den Deutschen dann auch teilweise so. Ich kann es mir voll vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber ich kann es mir irgendwie denken. In München ist es halt auch so, normalerweise du machst jetzt eine Studio-Session, dann gehst du rein, dann heißt es irgendwie auch, ey, du hast jetzt 2 Stunden, hast dein Beat dabei, rappst jetzt bitte. Wenn du jetzt eine halbe Stunde überziehst, dann hätte ich von dir jetzt noch bitte ein bisschen mehr Geld. Weißt du, was ich meine? Am Endeffekt hast du ein cleanes Produkt. Es ist alles immer sehr clean, sauber gemischt. Es ist alles, Double müssen schön sein, bla bla. Alles sehr clean und deutsch und also, und ich glaube, in Mexiko ist es dann einfach so, hey, wir flippen jetzt einfach ein cooles Sample. Scheiß auf Bass, scheiß auf alles. Wir Es hauen- geht einfach nur ums, was hast du zu sagen, was sagst du, rap einfach. Ich wusste nicht mal so Die wirklich wie Industrie. viel. Ich habe einfach geschrieben und gerappt. Und dann hieß es immer, ey, du hast zu viel, du hast zu wenig. Ich hatte keine Ahnung. Warum Nicht muss ich gecheckt, mich was sind 16 Bars und warum so. muss ich 16 Bars machen? Ich habe das damals gar nicht so ganz verstanden. Diese Ordnung quasi. Ja, das existiert da gar nicht. Nein, da So. gibt's keine Ordnung. Nicht so viel Ordnung, ja. Und So. damals, glaube ich, noch weniger als heute. Ja, so mach einfach dein Ding. Richtig. So, und cool, dass du da bist, auch wenn du mal jetzt irgendwie den Tag nicht triffst, Digga, geil, was du sagst. Wir hören dir zu und wir respektieren das, was du sagst. Weißt du so? Wobei ich da muss ich widersprechen, weil ich finde, Takttreffen ist halt A und O beim Rappen. Und wer den Takt nicht trifft, der ist eigentlich schon mal irgendwie nicht so ganz. Ein bisschen wack, ja. Ja, ist Aber wack. es gibt Rapper, Das heißt, den Flow hatte ich immer. Takt, den hatte ich. Ich hatte eher Probleme mit der Struktur. ja, weißt du, in Deutschland so Leute wie Taktlos oder wie heißt der andere Kerl? Lackmann. Ja, Das sind Leute, die haben teilweise richtig den Takt verkackt, aber sind trotzdem Legends geworden. stimmt schon, ja. Aber das ist dann auch wieder Image. Seid dann ihr Style. Den Takt zu verkacken. Ja, schon. Aber du hattest Stress mit der Struktur, hast du gerade gesagt? Die Struktur, du wusstest nicht, was 16 Bars ist, wusstest nicht 8 Bars Hook. Das musste ich dann alles lernen, wo ich hier war. Genauso wie die Straßenregeln und wie alles andere. Wer hat dir das denn eingetrichtert hier? Wer hat gesagt, glaub mir, du bist cool, aber musst du anders machen? Und du dann so, ja, genau, so, klingt cool. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es war der Luca irgendwann, der mir da gesagt hat, hey, du musst quadratischer werden. Du musst, schau, du bist zu lange, du bist zu kurz. Ich glaube, das hat er Mathematischer. dann gemacht, ja. Aber eben erst viel später. Und dann hast du jetzt auch, also um jetzt auch mal auf deine neue EP zu sprechen zu kommen, Yes. du hast ja jetzt auch eine neue EP am Start, die gerade im Prozess ist, Right. aber auch schon reingehört ein bisschen. Hast du ein bisschen auch poppiger Musik gemacht. Früher warst du auch sehr, sehr auf Straße, sehr, sehr, sehr hart, was du jetzt heute auch noch hast, aber es geht schon ein bisschen in eine andere Richtung. Ich werde ja auch ein bisschen älter. Ja, das ist der Und Standardspruch. ein bisschen reifer. Ja, klar. Ja. Und, Aber und irgendwie, klar denke ich mir oft auch, es gibt noch so viele Themen, die mehr Straße sind, die ich eigentlich gerne noch verwerten würde. Aber irgendwie, okay, was lebe ich gerade? Ja, es geht ja auch ein bisschen um Authentizität. Ja, Und jetzt gerade alles bin ich cool. nicht wirklich auf der Straße. Also ich bin jetzt auch nicht mega krass situiert, aber hier, weißt du, München jetzt ist so ein ist jetzt bisschen nicht so mega Street Ghetto oder sowas, nee. existiert nicht. Wirklich. Teilweise. Ich finde schon, dass es, also ich glaube, Straße und schlechte Viertel und vor allem schlechte Verhältnisse existieren, egal wo du bist. Vermehrt oder weniger. Aber wenn die Leute mal sagen, was will München, aber du kannst ja trotzdem aus einer scheiß Familie kommen oder irgendwelchen Scheiß gefressen haben oder madig aufgewachsen sein. Ja. Und ich meine, wir können ja auch nicht behaupten, dass keiner hier in München je in den Knast gegangen ist, oder? Ja. Und es liegt nicht nur am bayerischen Gesetz. Wie du auch gerade schon gesagt hast, auch in Mexiko gibt's Rich Kids. Weißt du? Sehr. Und nochmal anderes Level. Aber jetzt nochmal auf deine EP. Genau. Pop und so hast du gesagt, ne? Genau. Ja, ich hab schon Wer hat denn immer die- ja gerne auch gesungen.
und ein bisschen poppigere Sachen gemacht, aber die Sachen, die so auf YouTube zu sehen sind, sind halt nicht unbedingt die poppigeren Sachen. Und jetzt bei den neuen Sachen habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, wo ich sage, okay, ist definitiv Urban Pop. Bisschen Melodie rein, Ja, bisschen auch Mexican Vibes, habe ja schon ein bisschen was gehört, ein bisschen mehr. Hat man schon Lust, Tequila zu saufen? die Sache ist, dass es Ja. komplett deutsch ist, diese EP. Und ich glaube, das habe ich noch nie gemacht vorher. Oder zumindest nicht nach draußen, weil ich ja immer dieses Spanisch-Deutsche gemacht habe. Und jetzt habe ich komplett Deutsch. Zum ersten Mal komplett deutsch. 95% Deutsch. Wer hat die Beats produziert? Ich habe sie im Internet gekauft. Alle bei Beatstars oder was? Ist ja auch ein Ja. gängiges Ding. Beatstars? Ja, alle? habe ich jetzt das allererste Mal gemacht. Aber ich hatte jetzt zu Corona-Zeiten einfach, war ein bisschen schwierig. Und ich war eigentlich schon in Mexiko, weil ich dort meinen Wohnsitz verlagert habe. Durch Corona bin ich jetzt zurückgekommen. Weil es geblockt wurde oder was? Ja, Ja. ich konnte jetzt dort nicht bleiben mit diesen, weil die ja die ganzen Deutschen auch zurückgerufen haben. Und Echt? Haben die zurückgerufen? ja, ich bin 2 Wochen vorm Lockdown bin ich zurückgekommen und saß dann hier und war ja schon 3 Monate unten und hatte hier dann keine Wohnung, keinen Job, kein gar nichts und war eigentlich komplett eingestellt auf eine spanische Platte zu machen und dann saß ich aber hier und wusste nicht, wie lange geht das jetzt und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt eine deutsche Platte und dann habe ich im Internet die Beats gekauft, hatte hier keinen Produzenten direkt und habe das so gemacht. Zu Hause? Ja, richtig. Kleines Studio, also einfach Mic, Interface, ne, so richtig raw Shit. Ja. Und hab dann, je nachdem, wo ich halt gerade in welcher Wohnung ich war, habe ich meine Songs recorded. Aber ist cool. Also wenn da noch, ich glaube, da geht schon was. Muss mal schauen. Hast du schon Video hast ja auch schon gedreht, ne? Video habe ich auch schon jetzt gedreht, genau. Ich glaube, 3 Videos, Sind schon abgedreht von Ja. der neuen EP? genau. Sind jetzt im Machen. Geil. Willst du Mhm. dazu was sagen? Mit wem hast du gedreht? Wo hast du gedreht? Wer schneidet die ganze Geschichte? Ich habe mit dem, der heißt Lee, Lucky Lee, habe ich gedreht und dann, und Max, der ist ein ziemlich cooler Kameramann. Aber wir haben auch alles so echt so low budget und selber einfach Kameras in die Hand genommen. Sind jetzt keine High-End-Produktion aber die ganze EP ist ja auch keine High-End-Produktion. So ein bisschen Deswegen war mir wichtig, Mixtape-mäßiger, hey, let's just do it, man, fuck it, ja. Auch jetzt gerade durch die ganze Situation, wie viel Geld ist am Start, wie viel steckst du jetzt rein? Mir ging es einfach ums Machen. So. Ja. Und schön wäre es, durch die EP vielleicht den einen oder anderen Produzenten, die einen oder anderen Leute wieder zu mobilisieren, zu sagen, hey komm, wir bringen was an den Start und wir machen das in einem Guss und geben dem Ganzen einen roten Faden. Dass man durchhören kann, Ja. das ist geil so. Richtig. Und was ist denn so der Kern, was du jetzt mit deinen neuen Sachen irgendwie vermitteln möchtest? Also musikalisch mäßig. Was willst du den Leuten geben? Was hättest du gerne, was die Leute denken, wenn sie das hören? Willst du die Leute motivieren? Oder willst du sie zum Tanzen animieren? Boah, ich glaube, bei mir kann man immer tanzen. Ich glaube, ich mache Rap, zu dem man tanzen kann. Also wenn ich live spiele, ich glaube, ich bin eher eine Live-Performerin als ein Studio-Artist. Bei mir stehen die Leute auf und die tanzen. Da bin ich auch wirklich dankbar. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber egal. Kids bis Sag immer so. ja, jeder und nicht nur, es sind nicht nur diese Kopfnicker? Kopfnicker, Headbanger, sondern die Leute bewegen auch ihre Füße. Und ich glaube, so von der Message würde ich sagen, ist jetzt diese Platte viel so, hey, alles kommt immer ein bisschen anders, als man denkt. Aber es ist okay, wie es ist. Ist okay für jetzt. So der reale Lebensweg. Richtig. Also es ist sehr, glaube ich, sehr real. Ja. Sehr gespannt, Alter, wenn es dann rauskommt. Ich freue mich auch, was du sagst. Bin ich auch gespannt. Und live hast du gerade angesprochen, warst auch viel live unterwegs. Wo warst du denn überall schon live und was war dein prägendstes Konzert? Also wo man gesagt hast, boah, der Gig war so geil, das hat mich so umgeflasht, habe ich gar nicht damit gerechnet, hat mich richtig weggeballert. Boah. Ich glaube, ich kann keine Favorite Gigs nennen, weil jeder Live-Gig so anders ist, weißt du? Du hast immer andere Leute, du hast immer eine andere Soundqualität, du hast eine andere Bühne.
Sind die Leute in Mexiko, wenn du live gehst, cooler drauf als die Leute in Deutschland? Ja. Die sind schon härter auch vom Publikum, weil die buhen auch und die schmeißen auch Sachen, wenn es ihnen nicht taugt. Das passiert dir hier, glaube ich, eher weniger, oder? Wann war der letzte Auftritt, wo jemand Sachen geschmissen hat, war bei... Was war das? War gar nicht so weit. Ich glaube, Mero hat letztes Mal eine Flasche abbekommen oder so. Weiß ich gar nicht. Okay, sorry, aber es wundert mich nicht. Bei Mero. Ja. Auch nicht meine Generation. Der Typ ist 19 oder so, weiß ich nicht. Nee, ich respektiere ihn voll als Rapper und so, aber du musst ja auch denken, wenn du nur gewohnt bist, Autotune zu rappen, ja, ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, aber Mero es gibt ist ja ein technisch genügend... sehr, sehr guter Rapper. Ja, der ist top, ja. Aber jetzt, ja, da kann man vielleicht auch nicht, deswegen sage ich will da nicht über mehr rappen, aber ich sehe das gerade bei so vielen anderen Rappern, die dann auf einmal live gehen und dann dann die nicht größte Kacke. damit nicht umgehen können, weißt Ja, du? das sind Studio-Rapper. Weißt du, das sind Ja, Studiomusiker, die machen ihr Lalala auf Autotune im Studio. Ja. Da wird dann ausproduziert, da sitzt ein Produzent noch 10 Stunden dran und quält sich damit, dass das irgendwie einigermaßen in den Tonhöhen ist. Dann klingt es auf dem Song natürlich geil. Aber wenn die natürlich live gehen, dann ist ein Na, ist dann plötzlich ein Ja. Und dann checken auch die ganzen Fans, dass sie Spastis sind und dann kann es schon mal Ganz sein, dass ehrlich, da also irgendwas ich finde, fliegt. das ist eine Katastrophe. Ich finde es richtig peinlich. Also das ist für mich so, wenn du rappst oder so, für mich, ja, dann musst du das zeigen können. Dann musst du 1:1 rappen Skills können. haben, ja. Ja, und dich auch in den Kreis, egal wohin stellen und einfach spitten können. Cyphern so mäßig, ja. Und ich finde, das können heutzutage viele nicht mehr. Und es geht aber auch im Business gerade nicht mehr darum. Es geht, wenn du einen geilen Studiosong hast und da geil ablieferst und dann noch eine geile Instagram-Promo und alles macht, läuft. Respektiere ich auch. Mach dein Ding und so. Aber ich komm da woanders her. Ja, die deutsche, also nicht nur die deutsche, ich glaube allgemein, aber ich kann jetzt nur über den deutschen Markt reden, er entwickelt sich immer mehr in Richtung Plastikmusik. Dieses ganze Albending ist auch eine Sache, wo die Leute schon sagen, ey, macht kein Album oder eine EP schon fast zu viel, nur noch Singles. Es geht immer nur daraus, schnell Plastikmucke rauszuwichsen. Es geht dann auch teilweise gar nicht mehr wirklich auf den Text. Es gibt Rapper, die sind so erfolgreich. Texte sind Unterschicht jetzt. Oder? Texte haben überhaupt keinen Wert mehr. Nee, du musst einfach nur eine richtige Melodie haben, Müll Oder labern. Name-Dropping. Name-Dropping funktioniert immer. Ja, So Name-Dropping auch. paar Marken, paar Künstler, paar Fußballer oder sowas und das Ding läuft schon. Ja, Diese ganze Kapitalgeschichte halt einfach. Up-to-date-Begriffe, Hauptsache, das bleibt sofort hängen. Hauptsache der Tag stimmt, damit man den Tag dann halt noch vermarkten kann. Also, ja, das ist. Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe das mit dem anderen Rapper schon gehabt im Interview. Azad hat das damals in einem Interview gesagt, er hat schon so viel, 20 Jahre Rap-Game oder so hinter sich und es ist immer so, alle 5 Jahre ist das wie so ein Kochtopf, der einmal hochgekocht wird, dann flacht er aber auch wieder ab und dann kommt die nächste Geschichte, wird wieder hochgekocht, flacht wieder ab. Also wir hatten damals diese ganze Bushido-Sido-Bewegung. Ja. Plötzlich sind die ganzen Kennex rumgelaufen, Skyline, Bordstein, Asphalt, bla bla bla. Dann war das weg, weißt du, was ich meine? Dann kam irgendwann diese Savage-Scheiße, plötzlich wollten alle spitten. Dann war der Scheiß wieder vorbei. Dann kam Miami Yassin, plötzlich alle Kokaina, alle aus Costa Rica. Genau, alle plötzlich Autotune-Filme gefahren. Jetzt sind wir schon wieder fast bei diesen Apache-Kapital-Vibes. Ja, geht jetzt auch ist wieder weg. Apache. Ich schwöre dir, jetzt werden wir ganz viele neue Apaches bekommen. Ja, alle rennen halt immer so hin, aber ich glaube wirklich in der Zukunft, also zwischen 2020 und 2025 wird sich das definitiv wieder in den harten Rap-Scheiß hinentwickeln. Glaube ich. Wieder die Wir werden Geschichte. sehen. Und aber wir leben halt auch in dieser Welt, ne? In dieser Wischwelt. Und alles ist schnell, alles ist heute so, morgen anders. Weißt du, das zeigt sich halt am Konsum in allem. Auch die Fashion Industry, ja, ist eigentlich genau wie das Business auch. Früher hattest du so Sommerkollektion, Winterkollektion, vielleicht noch Herbst und ein bisschen Frühling. Ja. Jetzt hast du alle 2 Wochen hast du neue Collection und mittlerweile kriegst du überall alles. Ein Überschuss einfach, ja. Also heute kaufst du Dessous, oder nicht nur heute, schon länger her, kaufst du Dessous bei H&M. Früher bist du in den Dessous-Laden gegangen, weißt du? So. Ja, alles ist überall. Das Ding ist aber auch, diese Bereiche, also gerade Mode, Design oder Musik, Produktion oder allgemein Musik machen und so,
Filmstar sein, Model sein auf Insta ist ja mittlerweile auch ganz einfach. Das sind die geilsten... Was? Du bist kein Model. Jeder ist doch Model. Ja, jeder ist ein bisschen Model durch Instagram. Aber das sind die geilsten Berufe, die du haben kannst. Verstehst du? Also ich würde sagen, Jugendliche in unserem heutigen Zeitalter peilen lieber solche Berufe an, Ja. als wie früher, ich werde jetzt Maler, ich werde jetzt Einzelhandelskaufmann, ich werde jetzt dies, ich werde jetzt das. In der heutigen Generation ist es viel mehr, dass man so ein Star werden will irgendwo oder was, weißt du? Ja. Und dadurch Um ehrlich zu sein, also ich habe lieber einen Handwerker zu Hause als so einen Influencer. Ja. Ja. Kann mir zu Hause auf jeden Fall mehr helfen. Stehst du auf Männer. Ja. Super. Können wir gleich Dating-Profile erstellen von dir noch? Nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, aber was ja genau, es ist ein Überschuss einfach im Markt. Weißt du? Total. Und dadurch haben wir dann auch so viel. Früher, auch vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, hattest du 5 Rapper in Deutschland. Das waren Sammy, das waren Savage, das war Sido, das war Bushido. Die hat man bei MTV gesehen. Heute hast du 15.000. Ja. Ja, aber egal. Lass uns das nicht vertiefen. Schauen wir mal, Okay. dass es wieder besser wird. Ja, über deine neuen Sachen haben wir jetzt geredet. Ich fand es eigentlich schon ganz gut. Ich würde sagen, wir sind fast schon fertig. Was? Schon Ja. fertig? Eigentlich schon. Gibt es auch irgendwas, über was du reden willst? Es gibt so einen typischen Münchner Rap-Style, diesen Schwabinger Rap-Style. Das ist, ich will auch keine Namen nennen oder so. Das ist einfach sehr anders von dem, was du machst und was ich mache. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, so was ich mache, dass eben ich nirgendwo so richtig reinpasse hier in die Stadt. Ja. München ist sehr oberflächlich. Es kommt sehr Alter, Aperol echt Spritztrinker, Dirndl-tragende Aperol Spritztrinker, die irgendwo sich die Lippen machen lassen. So. Das ist so der Trip. Also diese wirkliche Kultur Hip-Hop ist in dieser Stadt nie angekommen. Nee, deswegen lebe ich, um ehrlich zu sein, ich bin hier, weil meine Familie hier ist und weil ich viele Freunde hier, weil ich schon ein paar Freunde noch habe. Aber für mich ist irgendwie alles, wo ich Hip-Hop so richtig lebe, wirklich mit im Umkreis, ist eigentlich hauptsächlich in Mexiko. Und dann verbringe ich halt im Jahr ein paar Monate drüben und da habe ich da bin ich integriert, da habe ich meine Crew, da habe ich meine Leute, da verstehen wir uns, wenn es um Rap geht. Ich zeige denen auch immer Sachen aus Deutschland, das ist ganz spannend. Irgendwelche Rapper, ist immer ganz witzig, was die da drüben sagen. Ja? Oder wenn sie sich über die Videos bepissen, weil so viele Rapper ja rübergehen und dort ihre Videos drehen. Ja, und dann zahlen für die Jungs im Video. Und da sehe ich immer mal wieder, irgendeinen Homie von mir im Video von einem Rapper hier in Deutschland. Echt? Die deutschen Rapper bezahlen Mexiko-Barbos, damit sie sich böse guckend in ihren Videos stellen? Also 187, Raf Camora mäßig oder was? Ja. Echt? Ja, klar. Schon. Ja, aber bei Bones ist halt auch schon, ja. Aber ich feiere halt, 187 feiere ich übertrieben. Ja, sehr erfolgreich geworden, weißt du? Also ich liebe Bones und die ganze Crew finde ich mega, aber es ist trotzdem witzig, dann irgendwie eigene Leute in den Videos zu entdecken. Ja. Ja, schon. Ja, ja. Der deutsche Rap ist halt, ich glaube, was in Mexiko sehr gut funktionieren könnte, wäre Luciano. Der hat auch schon dort gedreht, in Mexico City. Ja? Ich glaube, ja, ist auch ein Video draußen. Du bist jetzt auch eine Rapperin? Ja. Also Feminismus und so, was hältst du denn von Shireen David? Ich finde, was sie macht, kann man sich ja absolut anhören, ja. Das ist ja top produziert. Geil gemacht. Ich tue mich natürlich unglaublich schwer, wenn ich dann B.I.G. dort höre, weil ich mir immer denke, ey, das ist doch eigentlich No-Go. Ich würde auch keinen Michael Jackson samplen, aber es ist natürlich eben so seine eigene Sache. Ich finde, sie inspiriert halt total viele Leute, aber ich selber, also bei mir läuft das halt nicht, ne? Ich höre es mir zu Hause nicht an. Man kann es respektieren, aber... Ja, total. Nur, wenn ich jetzt aus dem Rap komme und wirklich damit aufgewachsen bin und das seit meiner Kindheit und irgendwie das anders gelebt habe, dann ist es für mich halt schwierig, das auf der gleichen Ebene zu sehen wie jemand, der sich das antrainiert. Der so aus so einem... Ja, weil Technik kannst du dir immer antrainieren. Jeder kann doch Rapper werden, wenn du nur... sich damit auseinandersetzt. Ja,
Also das kann jeder machen. Jeder kann auch ein Instrument lernen und so. Nur finde ich halt immer einen Unterschied. Ist deine Seele oder trainierst du dir das an und machst das zu deinem? Ne? Ja, bei Shirin David war es auch sehr, sehr, war ja eigentlich Influencerin mit YouTube und so. Deswegen meine ich, die hat was anderes gemacht und ist zum Rap gekommen und macht das gut. Und ich meine, ich glaube, sie hat echt die krassesten Zahlen ever, schreibt sie, ne? Ja, ich glaube, sie ist... Ich glaube sogar in den USA irgendwie... Ich glaube, sie ist die erfolgreichste deutsche Rapperin aller Zeiten. Ever. Ich glaube, ich habe neulich sogar gelesen, irgendwie weltweit. Erfolgreichste weltweit? Dass sie Lil Kim und alle geschlagen hat von den Zahlen? Niemals. Nicki Minaj, Okay, gut, Cardi B. googeln wir nochmal nach. Können wir nochmal googeln. Ich glaube niemals, dass eine Shirin David erfolgreicher ist als eine Nicki Minaj. Niemals. Okay. Glaube ich nicht. Ich kann es mir auch jetzt, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen, aber das war echt ein ziemlich ähnliches Level. Und im Endeffekt ist es ja sehr ähnlich, der ganze Style, als oder? Deutsche auf jeden Fall. Als Deutsche ist sie, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Ja, extrem. Kann auch sein, dass das, ich glaube, die hat auch schon Gold und sowas organisiert. Ist krass, aber siehst du so, also jetzt mal so frauentechnisch, siehst du dann so welche anderen Rapperinnen, siehst du die als Konkurrenz und willst sie dann so vernichten? Oder bist du wirklich, dass du sagst, wow, cool, Mann. schön, dass ihr da seid? Weder noch. Ich denke mir einfach, soll jeder sein Ding machen. Ich mache mein Ding. Ich muss, klar, ich glaube, keiner ist so total gefeit so vor Selbstzweifeln. Natürlich denkt man sich so, okay, gut, könnte mir natürlich auch mal die Titten machen oder auch mal die Lippen machen oder ein bisschen Hyaluron hier und ein bisschen Botox da und so, ein bisschen mich fresh halten, so fresh and young und so. Aber das bin halt nicht ich so. Und ich hoffe einfach, dass es da draußen halt noch Leute gibt, die vielleicht genau mich dann feiern. Weißt du, für das, was ich bin, für das, was ich mache. Auch wenn es einfach fernab von Botox-Rap ist. Aber hast du jetzt, also du bist jetzt auch, wie gesagt, eine Frau. Und wenn du jetzt irgendwo gerappt hast oder so, hattest du schon mal wirklich Live-Gigs oder so, wo dann so 20 Rapper waren, die gesagt haben, hey, du bist jetzt eine Frau, verpiss dich. So, wir nehmen dich jetzt hier gar nicht ernst. Hast du schon mal so feministische Probleme gehabt? Wo du dann sagst, hey, pass auf, ich bin eine Frau, ich mache jetzt hier mein Maul auf? Oder was? Eigentlich, wenn ich den Mund aufmache zum Rappen, habe ich eigentlich die Probleme nicht. Eigentlich schauen die eher blöd. Es ist mehr so allgemein dieses Macho-Ding, dass die Leute dich halt erst gar nicht ans Mic lassen wollen. Oder nicht mit dir reden. Oder nur die Jungs Augenkontakt halten. Weißt du, solche Sachen ist es eher. Aber du hast immer überzeugt, dann, wenn du dann deinen Mund aufgemacht hast. Ja, eigentlich schon. Weil I got flow, baby. Ja, du kannst ja rappen auch, ja. Ne? Aber findest du, das ist ein Problem oder findest du, du bist als Frau wirklich als 100% im Rap-Game drin? Weil es gab jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr oder dieses Jahr eine Kampagne. Ich finde, ich bin underrated. Sehr underrated, auf jeden Fall. Aber es gab letztes Jahr zum Beispiel eine Kampagne oder dieses Jahr, wie gesagt, weiß ich nicht genau, wo man immer gesagt hat, ja, die deutschen Rapper und die Texte ist ja alles nur so voll frauenverachtend und die deutschen Rapper nehmen die Frauen gar nicht ernst. Findest du Nee, weil ich finde, da bin ich auch so, ganz ehrlich, auch Political Correctness und so weiter. Jo, das ist immer noch Rap. Ich finde, Rap ist Ausdruck, Rap ist Sprache, Rap darf raw sein. Ich finde, es ist doch nicht nur der Ausdruck, den du sagst, sondern die Intention, mit der du irgendwas sagst. Ich finde, das gab schon immer. Ich habe auch kein Problem damit. Ich höre mir vielleicht manches nicht an. Aber es gibt genügend Rapper, die ich feiere, die trotzdem frauenverachtende Texte auch mal haben. Aber wenn ich meine Texte anschaue, sag auch Sachen, wo man sagen könnte, hey, das ist aber nicht so nett, das zu sagen. Ich finde, Rap ist dazu da, die Sprache voll auszunutzen und gerade diese Sachen auch zu sagen. Und dieses ganze Political Correctness-Ding, mir persönlich geht es ein bisschen auf den Zeiger, was die Sprache angeht. Weil ich finde, wir sollten uns mehr fokussieren, wie wir wirklich zueinander sind, ob wir uns im Sein, im Gegenüber, im Zusammenleben, ob wir uns da respektieren oder nicht. Aber nicht in den Kunstfiguren. Nein, im Endeffekt Mann. sind es Kunstfiguren, die wir erschaffen. Weißt du, was Tony D mal zu mir gesagt hat? Ich habe ihn gefragt, gell, so, hey, wie ist es bei dir so? Also meinst du alles so? Also lebt dir genau so alles, was du da sagst? Er hat zu mir gesagt, ey, schau mal, Rap ist eine Schauspielsache. Ja? Muss man nicht unterschreiben. Ja. Ja?
für mich ist Rap mehr als eine Schauspielsache, ja. Aber ich fand es trotzdem cool, dass er das so offen gesagt hat. Er hat einfach ganz klar gesagt, hey du, wir machen das einfach, weil es krass ist. Ja? Oder weil sich's krass anhört oder weil sich's gut verkaufen lässt. Glaubt doch nicht, dass alle die Rapper und die ganzen Hanseln da draußen, dass die genau so wirklich alles nehmen und jeder da seine Kilos verschickt und so weiter. Oder komm schon, geh weiter, Mann, langweil mich nicht mit dem. Jeder rappt über das Gleiche. Was, ihr führt alle das gleiche Leben? Ja, jeder ist Pablo. Yeah, right. Du siehst es ja auch bei Bushido jetzt zum Beispiel. Bushido hat seine Prozesse, hast du ein bisschen mitbekommen vielleicht? Ja. Ja, der steht ja jetzt auch vorm Gericht und sagt, meine ganze Biografie ist gelogen, ich bin eigentlich nie Gangster gewesen, es ist alles nur Image gewesen, bla bla bla. Dann nimmt er halt auch schon vielen Leuten den Wind aus den Segeln, weil die sich daran orientiert haben, weil ich glaube, was weiß ich, 40% oder so, wenn nicht sogar noch mehr Rap-Basis, also die Kiddies, die in Deutschland angefangen haben zu rappen, sind auf seinem Mist gewachsen. Mhm. Weißt du, er war so der Erste und so. Und jetzt stellt er sich hin und sagt, alles fake, alles gelogen. Ist schon ein bisschen crazy. Ja, finde ich auch sehr crazy. Und ganz ehrlich, so, ist es wirklich cool, Gangster zu sein? Ist es cool? Nee, definitiv nicht. Nee. Wenn man Familie hat, kann man mal vielleicht eine Phase haben, wo man denkt, boah, cool. Aber das ist auch, ich denke immer, man ist eigentlich nur auch inspiriert von den Filmen, die man guckt. Mhm. Weißt du? Ja, deswegen gehst du auch ins Meer. Boah, shit, Mann, ich glaube, hey, könnte jederzeit ein Hai kommen oder sowas. Das sind die Filme. Ja, genau. Ja? Ich bin auf Rügen im Meer, habe Angst vor Haien, wo ich ganz genau weiß, da gibt es keine Haie in der deutschen Dings. Aber trotzdem habe ich, ja, genau wie du sagst. Also ich bin einfach der Meinung und ich glaube, je mehr Scheiß du gesehen hast, umso uncooler wird dieses ganze Gangstergehabe. Und ich hab lieber meine Freunde, meine Familie und bin ich lieber selber am Leben und lebe auch, anstatt ständig auf irgendwelchen Beerdigungen zu sein oder Leute im Knast zu besuchen. Definitiv. Ja. Ich würde sagen, es war jetzt ein schönes Schlusswort. Jetzt sind wir durch. Okay. Danke dir. Schön, dass du da warst. Geh noch mal einen Check. Danke dir. Danke Viel Erfolg dir, für die Kandi. Zukunft. Dir auch. Jo Leute, das war unsere neue Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann macht eine Bewertung, macht einen Kommentar, schreibt eure Meinung in die Kommentare, aktiviert die Glocke fürs nächste Mal. Wir sind auf jeden Fall am Folgen ballern. Checkt die Beschreibung, da sind auch die Links zu den ganzen Künstlern. Checkt alles, was in der Beschreibung stattfindet, Instagram, dies und das. Wir sind auf jeden Fall am Start, ihr wisst Bescheid. Ich habe euch das schon 1000-mal erzählt. Leute, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Das ist Artist Talk. Ich bin Kandi. Peace.